Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück zur nicht mehr Daily Show live auf Facebook, sondern jetzt dreimal die Woche, freitags, montags und mittwochs, wenn es um das Thema alles über Podcast-Marketing geht. Heute möchte ich so ein bisschen hinter die Kulissen von Spotify und der Entwicklung in der Podcast-Welt blicken lassen und berichten. Denn ihr habt ja mit Sicherheit mitbekommen, dass gerade im letzten Jahr sehr, sehr viel passiert ist seitens Spotify, was das Podcasten anbetrifft. Die haben wahnsinnig viele Millionen investiert in den Bereich. Die haben ein Podcast-Network aufgekauft, eine Podcast-App gekauft, dass ihr im Grunde genommen dort Podcasts erstellen könnt. Und ganz kurz die Technik nochmal eben checken, merke ich gerade. Sekunde. Ihr seht, ich habe eine neue Technik dabei und ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob das alles so läuft. Gerade ganz kurz prüfen. Ja, funktioniert. Wunderbar. So. Und sie haben in der Spotify-Welt selber, in der App quasi das Hörererlebnis um einiges vereinfacht, beziehungsweise das Findererlebnis von Podcasts um einiges vereinfacht. So. Was hat das allerdings für einen Hintergrund, fragt man sich da an der Stelle vielleicht. Der Hintergrund ist ein ganz spannender, und zwar ein sehr wirtschaftlicher Hintergrund, über den wir heute reden möchten, beziehungsweise den ich euch heute offenbaren will. Denn ganz konkret ist der eigentlich jetzt Mitte Mai offengelegt worden, dementsprechend, denn es ist eine der wertvollsten, der performantesten Shows auf dem amerikanischen Markt, beziehungsweise im englischsprachigen Markt, hat einen exklusiven Vertrag bei Spotify bekommen. Exklusiver Vertrag bedeutet, dass diese Show nicht mehr über die normalen Podcast-Apps zur Verfügung gestellt werden kann, auch nicht mehr bei YouTube eingesehen werden kann, sondern exklusiv nur noch über die Spotify-App. So, warum ist das so wahnsinnig spannend? Weil das eine Show ist, die mit ihren Zahlen wirklich Rekorde gesprungen oder immer noch sprengt. Wir reden hier von 190 Millionen Downloads im Monat. Ich wiederhole, 190 Millionen Downloads im Monat. Das ist The Joe Rogan Experience. Das ist die Show, über die wir gerade reden. So pro Episode sind so ungefähr 1,3 bis 2,3 Millionen Hörer in den ersten Wochen und der hat 8 Millionen Follower auf YouTube. Das ist also definitiv eine Marke, die sehr, sehr interessant ist für Musikstreaming-Dienste, wie es Spotify ist. Die Frage ist an der Stelle natürlich, warum machen die das, beziehungsweise was ändert sich jetzt in der Podcast-Welt für euch? Und da möchte ich mit euch drüber sprechen. Ihr dürft auch sehr gerne eure Fragen und Kommentare natürlich hier unten drunter aufführen. Die sehe ich auch und kann dann zwischendurch auch antworten, was ihr von dieser Entwicklung haltet. Denn ich weiß nicht, ob ihr Serienjunkies seid, so wie ich. Ich liebe sowas wie Game of Thrones oder Westworld. Die waren ja exklusiv nur bei bestimmten Videostreaming-Diensten erhältlich, gerade als sie neu rausgekommen sind, beziehungsweise kurz vom Release. Ich bin diejenige von vielen gewesen, die sich nur für diese Zeit dann einen Zugang zu deren entsprechenden Plattformen gesucht hat, um sich diese Serien anzugucken. So, einfach weil sie nicht überall angeboten worden sind. In der Musikwelt sieht es ein bisschen anders aus oder in der Audiowelt. Die wenigsten, oder ich kenne bisher zumindest keinen Künstler, keinen Musiker, der einfach sagt, mein lieber Musikstreaming-Dienst, ich gebe dir exklusiv die Rechte an der Veröffentlichung meiner Musik. Die wären ja schön doof, wenn sie das machen würden, aber dürften sie keine Konzerte mehr spielen und. Das ist also eine Riesenwelle, die sich dahinter auftut, wenn man jemandem seine exklusiven Rechte zur Veröffentlichung seiner Inhalte mitgibt. Aber genau das passiert jetzt in der Podcast-Welt, nämlich genau das hat Spotify gemacht. The Joe Rogan Experience ist jetzt nämlich runtergenommen worden aus dem Netz. Du kannst es nicht mehr über irgendeinen RSS-Feed oder über den RSS-Feed über irgendein Medium empfangen. Auf YouTube wird er in der nächsten Zeit auch nicht mehr zu sehen sein. Und streng genommen ist das ein Rückschritt, denn streng genommen haben wir jetzt überhaupt keinen Podcast mehr, wenn der exklusiv auf der Spotify-App zu hören ist, denn dann ist das wieder ein Radio
Format im Grunde genommen. Ein Format, was ich nur noch über eine Plattform erreichen kann. Denn das ist der Riesenunterschied, wann ein Podcast ist und wann ein MP3-File auf einer Webseite oder irgendwo anders dann einfach kein Podcast ist. Denn nur wenn Musik oder Inhalte, in dem Sinne Content, über einen RSS-Feed bereitgestellt wird und frei verfügbar ist für eine Webseite oder für Apps, die ihr auf dem Handy habt, dann sprechen wir wirklich über einen Podcast. Also streng genommen sind alle Formate, die über Spotify laufen, keine Podcasts, denn die sind nur in dieser App oder quasi über diese App verfügbar. Was natürlich wahnsinnig spannend ist für Producer, weil ich eben dadurch, dass ich mich anmelden muss in dieser App, und da hat genauso wie bei Facebook und Co. natürlich der Besitzer des Unternehmens die ganzen Daten im Hintergrund. Das heißt, ich kann wunderbare Statistiken darüber führen, wie ist meine Zielgruppe aufgebaut von meinen Hörern. Von daher ist das dahingehend natürlich spannend. Aber wir kriegen die Frage halt auch immer wieder von unseren Kunden gestellt, wenn wir Podcasts produzieren für Unternehmen, wird unser Podcast dann auch bei Spotify zu hören sein. Und da sagen wir oder teilen wir unseren Kunden auch immer wieder mit, es gibt Einschränkungen. Ja? Spotify hat AGBs, dass du zum Beispiel zulassen musst, dass Werbung eingeblendet wird. Ja, wenn ich jetzt wir sind jetzt in der Wahlkampfphase, ja, fürs nächste Jahr, für die Bundestagswahl, wenn jetzt Politiker beispielsweise einen Podcast launchen, dann wollen sie vielleicht nicht unbedingt die Werbeblogs von anderen Politikern in ihrem Podcast einblenden lassen wollen. Aber die haben keine Wahl. Das heißt, da habt ihr kein Mitspracherecht. Und auch gewisse Dinge dürften nicht in eurem Podcast stattfinden, wie Werbung oder Verkaufsmomente. Ja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Brand Awareness Podcast oder der Podcast das Ziel hat, Brand Awareness zu schaffen, sondern vielleicht direkt wirklich Verkaufsmomente da drin hat, dann ist das zum Beispiel bei Spotify auch relativ schwierig. So, warum macht Spotify das? Ich hatte es gerade schon so ein bisschen angeteasert mit den Videoplattformen. Wir haben, also im Grunde genommen ist es so, dass kein Künstler sagt, ich gehe exklusiv zu einer Audio-Streaming-Plattform. Also müssen Spotify und Co. sich andere Dinge überlegen, wie sie nicht nur einen Preiskampf gegen die anderen Plattformen führen, sondern irgendetwas anbieten, um Menschen quasi in die Bezahlprogramme reinzuschleusen. Aktuell sind exklusive Podcasts und Spotify hat einige davon, auch viele deutsche Formate, die ihr mit Sicherheit auch schon kennt, die man frei über die Nicht-Bezahlversion der Spotify-App trotzdem konsumieren kann. Doch wie lange wird das noch so sein? Irgendwann wird auch da die Bezahlschranke hochgehalten werden und dann haben wir die Mehrklassengesellschaft wieder an der Stelle. Die für Inhalte bezahlen wollen beziehungsweise können und die es nicht können. Und die Frage ist, die ich mir hier stelle, wie wird die Welt in Zukunft aussehen? Denn wir haben momentan einen Kuchen von knapp über 1 Million Podcasts auf der Welt, mehrere Sprachen aufgeteilt. Und aus diesem Kuchen picken sich jetzt diese Streaming-Dienste natürlich die großen Nummern heraus, die großen Stücke, ja, die dementsprechend, so wie wir das beim Joe Rogan Experience, 190 Millionen Hörer im Monat, Wahnsinnszahlen. Also das muss man erstmal schaffen. Die wenigsten von uns werden noch nicht mal einen Bruchteil davon schaffen, aber trotzdem spannende Formate haben, weil sie von spannenden Persönlichkeiten sind oder halt sehr, sehr gute Inhalte zur Verfügung stellen. Ich frage mich an der Stelle, wollen wir uns entmündigen lassen, ja, und uns dementsprechend einkaufen lassen von solchen Plattformen und dann andere Menschen ausschließen, die nicht auf Spotify unterwegs sind. Ich zum Beispiel bin kein Spotify-Hörer, weil ich das nicht unterstütze, ganz aktiv. Und ich würde ganz gerne mit euch darüber auch mal diskutieren, ja, wie eure Erfahrungen sind, beziehungsweise euer Bauchgefühl zu diesem Thema ist. Also wenn ihr das hinterher dann auch hier hört, dann formuliert gerne mal in den Kommentaren eure Gedanken zu diesem Thema, was ihr von dieser Exklusivität und diesem Ausverkauf von guten Shows haltet. Denn am Ende des Tages reden wir dann nicht mehr über Podcasts, sondern eben über irgendein Radioformat auf irgendeinem exklusiven, in einer exklusiven App oder Plattform und sind dann wieder raus aus der Thematik. Wenn ihr mich fragt, ob es sinnvoll ist, das zu tun, wenn ihr eine Marke seid und das eins eurer Marketingmedien ist, dann würde ich das strengstens vermeiden an der Stelle, denn Exklusivität
führt am Ende dazu, dass eure Marke eben vielleicht nicht von der richtigen Zielgruppe gesehen wird. Und das ist etwas, was man in der Strategie am Anfang auf jeden Fall beachten soll. Einige Podcasts, die wir produzieren, finden nicht auf Spotify statt, eben aufgrund gewisser Dinge, die ich gerade auch kurz erwähnt habe und auch andere Dinge, die in den AGBs eben festgehalten sind, die nicht unbedingt für jede Marke passend sind. Das heißt, bevor ihr euch entscheidet, auf egal welches andere Medium oder Plattform zu gehen, außerhalb von iTunes, wo ein Podcast angemeldet werden sollte, um überall auf jeden Fall sichtbar zu sein, dann solltet ihr dementsprechend wirklich zweimal drüber nachdenken, ob ihr das denn so machen wollt. Ich sehe hier die erste Frage. Was hat denn der Podcast-Ersteller von der Exklusivität? Ja, Klaus, eine super Frage. Kohle. Also ganz ehrlich, ja. Joe Rogan wird nicht drüber gegangen sein, wenn er dafür nicht extrem viel Geld bekommen hat, denn er verliert alle seine Werbedeals, die er bisher über diesen Podcast gehabt hat. Das heißt, Spotify muss natürlich in irgendeiner Art und Weise hier Kompensation leisten und vielleicht machen sie Merchandising. Den genauen Deal kenne ich nicht. Ja, die Zahlen sind natürlich nicht frei zugänglich. Irgendwann wird noch drüber gesprochen, aber aktuell noch nicht. Natürlich steckt, also es ist ein Medienformat. Ja, genauso, wenn ich jetzt Produzent eines Films oder einer Serie bin. Amazon macht das ja ganz gerne, dass sie exklusive Serien produziert. Natürlich fließt da eine Menge Geld dann dahinter. Ja, an der Stelle, beziehungsweise auch Werbedeals, wird ja auch eine Menge Werbung eingeblendet vor oder während von solchen Serienformaten. Und das sind Deals, die nicht uninteressant sind. Aber es ist natürlich immer so die Frage, wie bekannt ist man? Wie groß ist die Community, die ich dahinter mitziehe? Wie viel Geld ist mir so ein Dienstleister bereit, mir dann auch dafür zu zahlen? Sprich, lohnt sich das? Also ich sage ganz klar, für Marken würde sich das weniger lohnen, für journalistische Formate, die schon alleine des Businesses wegen darauf angewiesen sind, Geld mit ihrem Content zu verdienen, nicht durch, sondern mit ihrem Content, dann ist das vielleicht sogar eine ganz gute Idee. Wie heißt sie denn mit Vornamen? Ich vergesse den immer. Die Roach, dieses sehr spannende Feuchtgebiete-Buch ja mal geschrieben hat, ist zum Beispiel mit ihrem Mann. Der hat einen Podcast, die ist exklusiv da und wird dafür bezahlt, dass sie eben exklusive Inhalte für Spotify produziert. Das ist so ein, wie funktioniert eine Ehe oder nicht Podcast. Kann man mögen oder nicht. Ich lasse euch da mal die Meinung dazu zu, ob ihr das gut findet. Aber ja, das ist im Endeffekt dann der Deal für den Podcast-Ersteller dahinter. Meine Lieben, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche, Montag um die gleiche Zeit, 18:30 Uhr hier auf dem Kanal wiedersehen. Sollte sich was am Tag oder an der Uhrzeit ändern, werdet ihr das in der Ankündigung sehen. Die wird ja immer hier auf dem Kanal jetzt demnächst auch stattfinden an der Stelle. Ja, und wenn ihr mehr über das Thema Podcasten als Marketingmedium erfahren wollt, morgen oder letzte Woche ist die neue Staffel des Branding und Kundengewinnung mit Podcast Marketing erschienen und morgen gibt es eine neue Folge, wenn ihr Interesse habt. Noch nicht exklusiv, sondern für alle zugänglich über jegliche Podcast-App, die ihr habt. An der Stelle. Ich wünsche euch einen exklusiven schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns hören, lesen oder nächste Woche auf dem gleichen Kanal hier wiedersehen. Bis dahin, eure Carmen. Ciao, ciao.